bin abgelehnt worden, damals. An der Kunsthochschule in Lübeck. Und da hab ich gedacht, was wollt ihr Wichser von mir? Ich bin selbstständig nach Frankreich gegangen mit 10 Pfennig auf der Tasche. Hat mir Montmartre mega Hunger gehabt. Erstmal Supermarkt ausgerückt, überzogen. Ja, so, Blut dann war ich so. Nicht noch mehr. Das deine Mutter hat gesagt. Wenn die mich von mir an der Kunsthochschule annehmen, dann mach ich mir selber meine Kunsthochschule auf. In Nürnberg, wo die Einsiedelei. Dann bin ich in die Prinzessin rein. Dann habe ich angefangen zu trainieren in der Höhle, weil ich trainiert hatte. Außenseiter, Kunst. Und ganz minimalistisch. Man muss die Spuren auch erwischen. Und hier versuche ich, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Sage ich mal, eine expressive Jagdszene, die ich hier sogar Werner auf die Höhle eingefallen. Wenn man davon ausgeht, dass die Urmenschen unser kollektives Gedächtnis prägen, dann kann es ja nicht so verkehrt sein, was ich hier mache. Der dritte tief. Durch diese Höhlenarbeit, das ist auch was psychologisch, dass ich mich für die Höhle entschieden habe. Ich hätte ja auch in der Kunstgeschichte eingehen können. Ein Freund von mir aus Bristol, der macht eine ähnliche Art der Kunst, aber halt auf der Straße, modern. Und der hat damals schon zu mir gesagt, in die Höhle, in das Geschäft steig nicht ein, das ist mir zu riskant. Das ist das Unterbewusstsein nämlich. Ich muss frischen Lehm suchen. Ich komme nicht weiter. Scheiße, das ist die Bergwacht. Dieser scheiß Extremsportler. Die machen mir das Geschäft kaputt. Überall wollen die ihren Finger reinkriegen. Ich glaube nicht an Psychologie, aber in der Hinsicht denke ich, hat die Hölle schon meine düstersten Träume wahr werden lassen. Und dann habe ich eine bestimmte Spinnenart, die dieser Steinweben setzt. Und deswegen ist es die ganze Zeit nass. Deswegen wird das eine Tertiärhöhle hier. Um die 16.000 vor unserer Zeit rechnen. Das ist dann auch natürlich die Zeit der Fabelwesen, Säbelzahntiger. Dass die Wissenschaftler immer auf Irritation stoßen. Ich muss jetzt in den hinteren Bereich der Höhle. Da hatte ich mit Terrakotta und Lehm schon einen Anstrich angesetzt, der müsste jetzt versiegelt sein. Und da werde ich mich jetzt ranmachen, um noch ein zweites Segment hier zu bearbeiten. Wir lassen da, mussten mal mit einer Rambock, Rampe, alle draus, jetzt ist mir total was eingerissen da beim Seitenschacht, das wird mir hoffentlich nicht vom Lohn abgezogen. Ich muss nachher noch an den Seitenschacht, weil da ist das große Gemälde geplant. Ein Auftraggeber muss sich nachher melden. Ich weiß immer noch nicht Entscheidung, ob ich das Mammut malen soll oder den Jäger. Da hinten vielleicht. Oh ja, das ist ein Skorpion. Guck mal hier. Was Speicher, ja. Krass. Das ist halt das Schöne an meinem Beruf, dass man halt wirklich auch mal so einen Pfund macht. Dann kann ich aber eBay einsetzen. Dann mach ich auch nochmal wahrscheinlich einen Taui. Weil es natürlich nicht um Ausschließlichkeit geht, um
Perfektion, sondern eher darum, dass nur Teile des Kunstwerks eventuell entdeckt werden. Das ist wie bei der Zollkontrolle, erkläre ich immer. Im Sterbebett habe ich meinem Großvater dann gebeichtet, was ich mache, weil der war Hauptkommissar bei der Bochumer Polizei. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Opa, danke für den Knüppel. Den hat er mir nämlich vererbt, das wusste ich. Plötzlich hat er ein Glas Wasser bestellt und meinte, so hat sie gekostet und sagt, eine Delikatesse, eine Delikatesse. Weil hier ist dann auch so, dass ich ab und zu mal dann eine kaputte Batterie oder eine Kopflampe, muss man ja wirklich, der eigene Atem zerstört das Kunstwerk. Das ist auch nicht zu unterschätzen, dass man sozusagen am Abverwesungsprozess des eigenen Kunstwerks dafür zuständig ist. Eine Zahnhöhle, die schmerzt mich so, dass ich in meinen eigenen Zahn ja gar nicht rinklettern. Ich muss mal in die Außenwelt. Ich krieg echt keinen Sauerstoff. Bis der Wind sich dreht, dauert bestimmt 2 bis 3 Tage. Ich hoffe, ich kann nachher noch einen Steinadler mit der Schleuder holen. Ich hab mir diesmal kein Trockenfleisch eingepackt. Dann muss ich wieder Wanzen essen, da habe ich auch keine Lust. Ich interessiere mich auch sehr für Renaissancehöhlen. Ich habe zum Beispiel mir einen Ausguck gemacht. Das ist einmal durch die Zuchtleut. Da bestehen sozusagen die Artefakte und die Markierungen, die Malereien an der Wand. Kriegen eine bessere Zirkulation, werden beständig. Ich muss ja meistens auch mit Asche, mit Leichenasche, muss ich die Wände dann halt einschmieren. Das wird besser in der Restaurationsarbeit von den Wissenschaftlern. Monetik ist metallisch, Mann. Das war die erste Höhle, die ich im Vorarlberg gemacht habe. Da war ja damals nur eine Jesus-Erscheinung, die ich sozusagen in die Wand graviert habe. Und ihr Gemeinde hat mir damals 60.000 Mark zur Verfügung gestellt, der Bürgermeister Hitzbichler. Da bin ich so oft jedenfalls in die Höhle gegangen, jetzt in der letzten Zeit da in meinem Lieblingsresort. Und da sind durch meine Atmung sozusagen, habe ich die Wand selber zerstört, das Kunstwerk. Und da hat die Wissenschaft, ist die dann durch meinen humanoiden Ausfluss sozusagen, durch meine Atmung, darauf gestoßen, dass das eine Fälschung sein muss. Da habe ich die Dürerpresse hier gebaut, damit sozusagen verschiedene Geschichtsstufen hier entdeckt werden und die sich langsam vorarbeiten. Hier habe ich ohne mittelalterliche Bärenfalle gebaut. Dann werde ich hier ein bisschen die Bullen bestechen, dass sie das Abbrechen erstmal zelebrieren, die erste Entdeckung. Und dann die ersten 3 Viertel bis ein Jahr später soll ich den Herzog in Frankreich auch umgekriegt. Der hat sogar eine Doku gemacht über die fälschte Höhle. Ich hab ja die ganzen Franzosen zum Beispiel. Den Cousin von Mitterrand habe ich geschmiert. Hier. Habe ich Weberknechte ausgesetzt, dass die das schön alle benetzen. Weil dadurch entsteht hier auch Sandrind, heißt das. Das ist sozusagen der Baumharz des Steins. Glaubwürdigkeit auch immer mehr zweifeln heutzutage. Ja, wir sind jetzt hier reingekommen und arbeiten uns jetzt nach vorne. Das sind jetzt nochmal 93 Meter. Und dann jetzt einen ganz dünnen Schlauch nach rechts ab. Hier setzt sich auch der Schwefel frei. Und durch die Moosbesetzung
ist das eigentlich prädestiniert. Die ganzen Reiseanbieter haben da richtig investiert. Die Frau von Tullüber ist dann da. Die wissen ja alle von der Scheiße Bescheid. Die ganzen Idioten aus der Hansestadt. Ja, meine Bewegung kann man dann nur. Und ich komme ja später auch immer noch mal hin. Mache eben hier Lagerfeuer auch. Überall das durch den Ruß, der sich absetzt. Und dann eben in den Prozessen, chemischen Prozessen, eine gewisse Tiefe gibt. Ja, werde ich auf jeden Fall dann größer. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Scheiße, jetzt Mann. Kotzt mir an. Scheiße, Alter, ist der Auftraggeber. Ja? Alors, Corti, Alors c'est bien? Oui, je travaille. Je travaille. S'il vous plaît, n'allez plus au village. Le bar s'est plein à cause du stress, de l'allemand. On peut mettre quelque chose de plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Et pourquoi j'appelle? Il y a une équipe de l'UNESCO dans la région. La réserve doit être protégée. Il s'agit du single plongeur. Alors, ne va surtout pas chercher de l'eau au ruisseau. Quel osso? Je ne Les comprends. salutations du maire. Ok, merci. Mais Chef, je travaille maintenant. Chef? Wir dürfen uns nicht mehr. Er meinte, wir sollen jetzt hier in der Höhle die Scheiße zu Ende machen und nicht mehr unterm Dorf Margarine kaufen oder Alkohol. Dass die nach Vorfinanzierung nicht ein bisschen mehr Kohle springen lassen, das sind alle professionalisiert, das ist immer danach. Ja, mach mal, da sind wir ja spannend. Geh mal in die Vorkasse, was der Firnis allein kostet. Wirklich, das will mir nicht mehr machen. Was mache ich denn, wenn ich den jetzt begegne? Er hat mir auch keine Instruktion gegeben, wie ich darauf reagieren soll. Soll ich erzählen, ich bin vom Gesundheitsamt, der Vorschule mit den Klamotten. Eine Scheiße. Ich setze immer noch so ein Firnis auf. Da gibt's dann immer so einen toxischen Rückschluss. Der sorgt dann schon mal für einen richtigen Zeitbooster. Das macht dann locker so 2000 Jahre wett. Was ist da? Jetzt sind ja hier erstmal nur Skizzen. Ich muss mich ja langsam rantasten. Was ich dann später die Sachen auch wieder aufsammle. Weil da sind die echt immer clever geworden, weil die alle Tiere mit Infrarotkameras dann prüfen. Das wird ja auch ein relativ großzügiges Projekt. Die ganze Wandgemälde erstreckt sich dann wahrscheinlich über knapp 27 Quadratmeter. Muss mich ab und zu dann auch immer rückversetzen in verschiedene Epochen. So Gott will, sagt meine Mutter mal. Du machst ja nichts Schlechtes. Das ist ja immer noch im Rahmen der Kunst.